Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten. Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Russland ist ein sehr großes Land und jede Woche passieren bei uns verschiedene Ereignisse. Ich versuche, jede Woche etwas Interessantes für euch zu finden. Die Temperaturen schwanken bei uns immer noch von Plus bis Minus und das Wetter ist wechselhaft. Das dauert noch eine Weile, bis die Plustemperaturen dann fest sind. Also bleibt gerne dran, los geht's! Russland plant Budgetkürzung. Anfang 2026 informierte das russische Finanzministerium die Ministerien und Behörden darüber, dass die staatlichen Ausgaben um 10% reduziert werden sollen. Ziel dieser Maßnahme ist es, eine Ausweitung des Haushaltsdefizits zu verhindern. Das Finanzministerium bestätigte später die Pläne zur Reduzierung der Haushaltsausgaben. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte, dass eine Änderung der Parameter der Haushaltsregel mit einer klaren Priorisierung der Ausgabenseite des Budgets einhergehen müsse. Nach seinen Worten soll dies mehrere Ziele gleichzeitig erreichen. Erstens soll ein zusätzlicher Anstieg der staatlichen Verschuldung vermieden werden. Zweitens soll die langfristige Stabilität der Staatsfinanzen gesichert werden. Und außerdem werde diese Maßnahme nicht zu einer Verschärfung der Geldpolitik führen. Derzeit werde die Frage der Priorisierung der Ausgaben gemeinsam mit den zuständigen Fachministerien diskutiert, erklärte der Vertreter des Finanzministeriums. Er betonte auch einen wichtigen Punkt. Die derzeit ausgearbeiteten Entscheidungen sollen weder die bereits eingegangenen Verpflichtungen des Staates gegenüber den Bürgern betreffen, noch die Finanzierung von Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit des Landes, für die Bedürfnisse der militärischen Operation in der Ukraine sowie für die Unterstützung der Familie von Teilnehmern dieser Operation. Eine regierungsnahe Quelle erklärte, dass alle föderalen Exekutivbehörden angewiesen wurden, Vorschläge zur Kürzung sämtlicher Ausgaben um etwa 10% vorzulegen. Ihren Angaben zufolge haben die Behörden ihre Vorschläge bereits ausgearbeitet und an das Finanzministerium übermittelt. Nun prüft die Regierung diese Pläne und trifft die endgültige Entscheidung darüber, welche Ausgabenposten tatsächlich gekürzt werden können. Eine weitere mit den Regierungsplänen vertraute Quelle erklärte, dass bereits klar sei, dass die Finanzierung der nationalen Projekte voraussichtlich reduziert werden müsse. Gleichzeitig sollen die wichtigsten Prioritäten, die Sozialpolitik sowie Verteidigung und Sicherheit, von diesen Kürzungen nicht betroffen sein. Neues Gesetz zur Abschiebung der Ausländer. Die Staatsduma Russlands hat in endgültiger Lesung ein Gesetz verabschiedet, das die Abschiebung einer bestimmten Kategorie von Ausländern verbietet. Dabei handelt es sich um Personen, die Militärdienst in den Reihen der russischen Armee leisten. Laut dem verabschiedeten Dokument soll eine administrative Ausweisung aus Russland nicht auf ausländische Staatsbürger oder Staatenlose angewendet werden, die auf Vertragsbasis Militärdienst geleistet und an Kampfhandlungen im Rahmen der Streitkräfte Russlands oder anderer militärischer Formationen teilgenommen haben. Das Gesetz legt außerdem fest, welche Maßnahmen im Falle von Ordnungswidrigkeiten durch diese Personengruppe angewendet werden können. In solchen Fällen können Geldstrafen oder gemeinnützige Arbeiten im Umfang von 100 bis 200 Stunden verhängt werden. Wenn beispielsweise Verstöße gegen die Verhaltensregeln für Zuschauer bei Sportveranstaltungen festgestellt werden, kann diesen Personen der Besuch solcher Veranstaltungen für einen Zeitraum von 1 bis 7 Jahren untersagt werden. Hochzeit in Russland 2026. Im Jahr 2026 kostet eine kleine Hochzeit in Russland mit etwa 20 bis 30 Gästen die Brautpaare rund 1,5 Millionen Rubel. Das ist laut Experten die minimale Summe, die für eine qualitativ hochwertige Organisation einer Hochzeit notwendig ist. Das erklärte Roman Akalupin, Unternehmer in der Eventbranche. Nach seinen Angaben umfasst dieser Betrag mehrere zentrale Posten der Hochzeitsorganisation. Dazu gehören die Location für das Hochzeitsbankett, einschließlich Miete und Mindestumsatz.
Die wichtigsten Dienstleister wie Moderator, DJ und Fotograf. Optional wird auch ein Reels-Creator oder ein Videograf engagiert. Außerdem sind in den Kosten eine Hochzeitstorte, ein Stylist für die Braut, die technische Ausstattung der Veranstaltung mit Licht- und Tontechnik sowie die gesamte Dekoration der Feier enthalten. Akalupin betonte, dass die Location der teuerste Posten im Hochzeitsbudget sei. Sie können bis zu 50% des gesamten Budgets ausmachen. Das liegt daran, dass in den Kosten der Location mehrere Komponenten enthalten sind. Die Miete für den Bankettsaal, das Menü bzw. ein Mindestumsatz für Speisen, eine Servicegebühr für die Arbeit der Kellner während der Feier sowie eine sogenannte Korkgebühr. An zweiter Stelle der Ausgaben steht die Dekoration der Veranstaltung. Dies hängt mit dem jährlichen Preisanstieg bei Blumen sowie mit einem Mangel an Fachkräften für den Aufbau der Dekoration zusammen. Insgesamt sei der Preis für Hochzeiten im Jahr 2026 im Durchschnitt um mindestens 20% im Vergleich zu 2025 gestiegen. Als Gründe nennt der Experte steigende Lebensmittelpreise, höhere Kosten für Blumen, einen Mangel an männlichen Arbeitskräften, etwa Trägern und Monteuren, sowie Veränderungen im Steuersystem des Landes. Um Kosten zu sparen, verzichten viele Paare heute zunächst auf zusätzliche Elemente der Hochzeit. So wird beispielsweise immer häufiger kein Videograf mehr engagiert. Der Trend zu langen Hochzeitsfilmen verliert an Bedeutung. Manche Paare verzichten vollständig darauf oder ersetzen den Videografen durch einen Reels-Creator. Auch eine Hochzeitstorte bestellen nicht mehr alle Paare. Gegen Ende des Abends sind viele Gäste bereits satt und manche essen ohnehin keine Süßigkeiten. Außerdem werden seltener Limousinen bestellt. Stattdessen entscheiden sich viele Paare für Taxis der Business-Klasse. Es gibt jedoch auch Posten, bei denen Brautpaare nicht sparen möchten. Dazu gehören vor allem das Catering für die Gäste sowie die Arbeit des Fotografen. Der wichtigste Trend der Hochzeitsbranche im Jahr 2026 ist laut Roman Akalupin die Personalisierung. Hochzeiten werden immer stärker zu einem Fest, das die Persönlichkeit des Paares widerspiegelt. Das zeigt sich sowohl in der Dekoration und im Ablauf der Feier, als auch in den Outfits von Braut und Bräutigam. Zugleich entscheiden sich immer mehr Paare gegen große, pompöse Feiern und bevorzugen stattdessen kleine, gemütliche Hochzeiten im Kreis der engsten Freunde und Familienmitglieder. Kostenlose Krebsimpfstoffe ab 2026. Das russische Gesundheitsministerium hat einen Entwurf ausgearbeitet, nachdem Krebsimpfstoffe bereits ab dem Jahr 2026 in das System der kostenlosen medizinischen Versorgung aufgenommen werden sollen. Dabei geht es um mehrere moderne Therapieformen. Geplant ist unter anderem die Aufnahme des Peptidimpfstoffs Oncopept, der zur Bekämpfung von Darmkrebs eingesetzt wird. Außerdem wird eine personalisierte Therapie auf Basis einer mRNA-Impfung sowie eine T-Zell-Immuntherapie in Betracht gezogen. Diese Behandlungen sollen nicht nur im Jahr 2026 verfügbar sein, sie sollen auch in den staatlichen Garantierahmen für kostenlose medizinische Versorgung für den Planungszeitraum 2027 und 2028 aufgenommen werden. Zuvor hatte der russische Premierminister Michail Mishustin bei einem Kommentar zur Entwicklung von Krebsimpfstoffen erklärt, dass Russland in der Lage sei, seine Bürger mit allen notwendigen Medikamenten zu versorgen. Nach seinen Worten kontrollieren die Behörden in Echtzeit sorgfältig die Verfügbarkeit von Arzneimitteln in allen Regionen des Landes. Kreml warnt Telegram. Der Messenger Telegram kann eine Blockierung in Russland vermeiden, wenn die Plattform die russischen Gesetze einhält und mit den Behörden in Kontakt bleibt. Das erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskov.
Der Kreml-Sprecher nannte 3 Bedingungen, die die Plattform erfüllen müsse, um weiterhin in Russland tätig sein zu können. Erstens müsse Telegram die Bestimmungen der russischen Gesetzgebung einhalten. Zweitens müsse der Dienst in einem flexiblen Kontakt mit den staatlichen Behörden stehen. Und drittens müsse eine Lösung für die bestehenden Fragen rund um die Arbeit der Plattform gefunden werden. Im Februar berichteten russische Nutzer zudem über einen größeren Ausfall des Messengers Telegram. Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor bestätigte, dass der Dienst wegen Verstößen gegen russische Gesetze eingeschränkt werde. Gleichzeitig erklärte die Behörde, dass weiterhin Maßnahmen gegen die Plattform ergriffen werden. Vor diesem Hintergrund sagte Dmitri Peskov am 11. März auf der Konferenz Moderne Medien, Technologien, Inhalte, Fachkräfte, dass der russische Messenger Max für Nutzer in den GUS-Staaten attraktiver werden und künftig seine Konkurrenten übertreffen solle. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich freue mich auf eure Fragen, die das Alltagsleben in Russland betreffen, sowie auf eure freundlichen Kommentare. Jeder Kommentar zählt. Danke im Voraus. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.